In diesen verrückten und bewegenden Zeiten haben viele von uns, und ich nehme mich da überhaupt nicht aus, mit allen möglichen Belastungen und auch Ängsten zu tun. Wie kannst du dich emotional erleichtern? Was gilt es jetzt loszulassen? Und wie kann dir die Strichmännchentechnik dabei helfen? Vor genau 2 Jahren habe ich hier auf meinem YouTube-Kanal das erste Video zur Strichmännchentechnik veröffentlicht. Verstrickungen und Abhängigkeiten loslassen. Unter dem Motto lief das Ganze. Heute ist es ein Update und da geht es weniger darum, bestimmte Personen oder Situationen loszulassen, sondern es geht um die Innenschau. An welcher Stelle bist du dir sozusagen selbst im Wege und darfst das eine oder andere loslassen, was dich belastet? Das heißt, es geht um deinen Kontakt zu dir selbst oder vielleicht auch um dein ungeliebtes Ich und deins, was du liebst, was in der Sonne steht, um die innere Balance, die heute ganz wichtig ist, um diese Situationen, in denen wir uns heute häufig befinden, gut zu überstehen. Insofern ist mir ganz wichtig, Folgendes zu sagen. Wenn du noch nie mit der Strichmännchentechnik etwas zu tun hattest oder nur mal gehört davon hast, ohne es selbst schon ausprobiert zu haben, dann bitte ich dich sehr herzlich, dir mein erstes Video anzuschauen, da ich dort anhand vieler Beispiele zeige, wie genau die Technik durchzuführen ist. Und schau dir erst dann dieses Video an. Ich verlinke dieses Video von vor 2 Jahren hier unten drunter und auch am Ende dieses Videos, sodass du die Gelegenheit hast, dir das anzuschauen. Mein erstes Video haben sich mittlerweile viele tausend Menschen angeschaut und viele haben auch Fragen dazu gestellt. Dazu möchte ich dich auf jeden Fall ermutigen, wenn du nach dem ersten Teil oder nach dem heutigen Update irgendwelche Fragen zum Thema hast, dann stell deine Fragen gern unterhalb in den Kommentaren. Ich beantworte jeden der Kommentare und alle Fragen nach bestem Wissen und Gewissen, so dass es dich weiterbringt auf deinem Weg. Und jetzt habe ich eine Präsentation vorbereitet zu dem, was ich zu Beginn angekündigt habe. Lass uns gemeinsam dorthin switchen und schau es dir an. Und ganz zum Schluss melde ich mich nur kurz nochmal. Lass uns loslegen. Es geht ums Loslassen von Belastendem und darum, in innere Balance zu kommen, mit Hilfe der Strichmännchentechnik. Der Begründer ist Jacques Martel, ein kanadischer Psychotherapeut und Autor. Ihm haben wir das Ganze zu verdanken. Ich selbst kenne diese Technik seit ungefähr 3, 4 Jahren und ich weiß nicht, wie viele DIN A4 Blöcke weißes Papier ich seitdem verbraucht habe. Und damit es auch dir hilft, vorab noch ein paar wichtige Hinweise. Was ist wichtig? Die Strichmännchentechnik wirkt auf der Ebene unseres Unterbewusstseins und 90% dessen, was wir aufschreiben, landet im Unterbewusstsein. Deswegen ist es ganz wichtig, auch wenn du tolle Visualisierungsfähigkeiten haben solltest, diese Technik unbedingt schriftlich zu machen. Nur dann funktioniert sie auch. Und da das Ganze für ein bestimmtes Thema nur 2, 3 Minuten dauert, beim ersten Mal vielleicht sogar auch 5, denke ich mal, ist es kein Drama. Du brauchst weißes Papier, also vollkommen weiß, ohne irgendwelche Werbeinschriften oder Ähnliches, auch nicht kariert, liniert oder sonst was. Es geht hier nicht um Schönheit, sondern es geht ums Prinzip. Diese
Technik erfordert genau 7 Schritte, die in korrekter Reihenfolge auch ausgeführt werden müssen. Weiterhin geht es bei der Strichmännchentechnik darum, die innere richtige Haltung zu haben. Es geht um das Beste für die Entwicklung der Personen, die beteiligt sind an der Beziehung, also in dem Falle um dein Bestes. Und dich bezeichne ich jetzt mal als zwei Personen, denn du hast ein ungeliebtes Ich und eins, was du gerne nach außen zeigst, präsentierst, womit du dich wohlfühlst, womit du sozusagen im Sonnenschein stehst. Es geht in jedem Falle um das Beste für beide Beteiligten. Jeglicher Wunsch nach ängstlicher Kontrolle oder Erwartungshaltungen sind kontraproduktiv. Es bringt dir also nichts, wenn du denkst, so und so sollte es unbedingt werden, und zwar bitte vorgestern. Nee, so läuft die Technik nicht. Du musst deinem Unterbewusstsein, was ja ganz, ganz viel von deinem Sein als Mensch ausmacht, denk an das Eisbergmodell, die Chance geben, sich zurechtzurütteln. Wir setzen immer bei uns selbst an. Kurz ein Überblick über das, was im ersten Video du findest. Da geht es um die Beziehung mit einer anderen Person. Hier siehst du die 7 Schritte, die dazu erforderlich sind. Bitte schau dir das entsprechende Video an, wenn du damit gerade noch nichts anfangen kannst. Im ersten Video geht es auch um Verstrickungen in Situationen, die ein bisschen anders gehandhabt werden, als wenn es um eine andere Person geht. Auch das findest du im ersten Video. Jetzt geht es um Ängste und Glaubensmuster. Nehmen wir als Beispiel einfach mal an, wer hat es nicht schon erlebt? Er war mal krank in früheren Zeiten und jetzt kommt immer wieder diese Angst hoch, um Gottes Willen nicht wieder krank werden. Immer, wenn es um solche Dinge geht, wo ich Ängste in mir habe, zeichne ich mich auf die linke Seite des weißen Blattes, und zwar mit der positiven Sache. Ich, Karen Züge, mein vollständiger Name, vollkommen gesund. Das heißt, unter meinen vollständigen Namen, falls du mehrere Vornamen haben solltest, reicht natürlich einer. Und darunter sozusagen mein Zielzustand, das, was ich mir wünsche, was ich gern befördern möchte. Auf die rechte Seite schreibe ich wieder mich, Karen Züge, voller Ängste vor Krankheit und was meine Ängste sind. Der dritte Schritt betrifft dann den Lichtkreis, den ich um die erste Person auf der linken Seite, in dem Falle mein positives, mein Sonnen-Ich mache. Und dazu sage ich, wie immer bei der Strichmännchentechnik, ich wünsche mir das Beste für mich, vollkommen gesund, auch wenn ich nicht weiß, wie es aussieht. Der vierte Schritt ist, ich wünsche mir das Beste für mich, voller Ängste vor Krankheit. Damit würdige und respektiere ich mein Schatten-Ich oder das, was ich nicht so sehr liebe. Ich würdige es beides und wir beide dürfen leuchten. Wichtig ist, dass der Lichtkreis um uns herum geschlossen ist, auch wenn du ihn mehrfach ansetzen solltest, macht nichts. Und der muss auch nicht so gleichmäßig geformt sein wie hier. Der darf auch gern ein bisschen krumm und schief sein. Die Lichtstrahlen, die mach mit einiger Sorgfalt, schließlich leuchtest du, sowohl auf deiner Sonnenseite als auch mit deinem Schattensein. Denn es geht darum, erstmal zu akzeptieren, wer bin ich, und auch das zu akzeptieren und zu lieben, was ja ebenfalls ist, was ja ebenfalls du bist. Der fünfte Schritt macht einen Lichtkreis um uns beide und du sprichst dazu die Worte,
Ich wünsche das Beste für uns beide, auch wenn ich nicht genau weiß, was es ist. Und im sechsten Schritt zeichnest du die 7 Linien, die unsere Chakren miteinander verbinden, diese energetischen Linien. Ich fange immer unten an beim Wurzelchakra, male hier quasi den Punkt, ziehe die Linie rüber und dann den Punkt auf der anderen Seite bei meinem Schatten-Ich sozusagen. Danach kommt das Sakralchakra, dann das Solarplexus oder Bauchnabelchakra, das Herzchakra, das Hals- oder Kehlkopfchakra, das Stirnchakra oder auch das dritte Auge, was ja da so in der Mitte etwa zwischen unseren Augenbrauen liegt, und das Kronenchakra, was unsere Öffnung zum Kosmos, zum Universum darstellt. Ganz wichtig ist, sämtliche energetischen Linien einzuzeichnen. Zähle am Ende noch einmal durch, ob es auch tatsächlich 7 Linien sind für die 7 Chakren, die du gezeichnet hast. Und dann kommt der letzte Schritt, nämlich das eigentliche Loslassen. Du nimmst eine Schere oder wenn dein Papier sich gut reißen lässt und du gerade keine Schere zur Hand hast, kannst du es auch reißen. Und dabei sprichst du die Worte: Ich akzeptiere, ich akzeptiere, ich akzeptiere. Danke, danke, danke. Und wenn du es zerrissen hast oder zerschnitten, schaust du dir die beiden Hälften nochmal an und sagst: Danke, es ist erledigt. Und dann kannst du es nochmal klein reißen und schmeißt es in den Papierkorb oder in den Müll oder du verbrennst es, was deine Lieblingsart des Loslassens ist. Und damit ist es auch abgehakt. Dann darfst du dich davon verabschieden. Wenn du es getan hast, wirst du merken, du kannst das Thema beiseite packen und es erleichtert dich. Ich mache das, weil ich häufig gefragt werde, wie oft kann man das machen und wie viele Situationen oder Ängste hintereinander kann ich auf diese Weise loslassen? So viele, wie du möchtest und so viele, auf die du dich konzentrieren und einlassen kannst, was dir deine Intuition sagt, was jetzt dran ist. Du könntest hier zum Beispiel auch sagen, dein eigener Name, Vorname, Zunahme, voller Lebensfreude. Und hier könntest du eine Angst, dein Vorname, dein Zunahme, voller Angst vor dem Sterben. Denn davor haben in dieser Zeit auch viele Menschen Angst, dass sie vor der Zeit gehen müssten. Oder du könntest hier zum Beispiel sagen, Karen Züge, sehr wertgeschätzt. Und auf der anderen Seite Karen Züge, voller Angst vor Kritik und so weiter, was deine wesentlichen Ängste sind. Du kannst dieses gleiche Prinzip auch anwenden für deine, ja, ich sag mal, inneren Dysbalancen. Du könntest hier zum Beispiel schreiben, dein Vorname, dein Zunahme, meine Yin-Seite, meine weibliche Seite. Und hier auf der anderen Seite meine Yang-Seite, die männliche Seite. Und Männer machen das genauso wie Frauen. Denn sowohl die Frauen als auch die Männer haben ja eine weibliche und eine männliche Seite in sich. Männer, nach meiner Erfahrung aus Coachings und Trainings, haben häufig Angst, ihre Gefühle auszudrücken. Das ist ihre Yin-Seite und ihre Gefühle zuzulassen. Also ist es auch eine gute Idee, auf der linken Seite die Yin-Seite zu betrachten und auf der rechten Seite eine überbordende Yang-Seite, völlig verschlossen und nur sachlich Zahlen, Daten, Fakten. Und auch wir Frauen haben ja eine Yin- und eine
Yang-Seite. Häufig leben wir mehr unsere Yin-Seite aus, unsere weibliche Seite und sagen dann mitunter ja, obwohl wir nein meinen. Und unsere Yang-Seite würde bedeuten, dass wir klare Grenzen setzen. Bis hierher und keinen Schritt weiter. Wenn du das für all die Situationen, die du in dir hast, wo du in dir im Clinch liegst, machst, dann wirst du merken, dass nach und nach im Laufe der Zeit Verbesserungen eintreten, dass es leichter für dich wird, dass du mehr in deine Mitte kommst und das strahlst du nach außen auch aus. Und das befriedet ganz automatisch auch deine Beziehungen zu deinem näheren und ferneren Umfeld. Und damit kannst du eine Menge tun für den Frieden um dich herum, für den Frieden in dir und auch für den Frieden im großen Ganzen in der Welt. So viel zu diesen 7 Schritten. Ich verlasse jetzt mal diese Präsentation. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Präsentation inspirieren, die Strichmännchentechnik auch für deine Innenschau zu nutzen und die energetischen Bedingungen zurzeit auf der Erde sind ja perfekt dafür geeignet, genau das zu tun. Ab dem 15. März kommen wieder 10 Portaltage am Stück auf uns zu. Die Sensibleren unter uns spüren die häufig auch körperlich. Fakt ist, jegliches nach innen schauen, sich selbst entdecken und auch leben, macht sich dann besonders leicht. Ich wünsche dir viel Erfolg und Spaß mit der Strichmännchentechnik, eine gute Zeit, bis zum nächsten Video oder Podcast. Und jetzt sage ich erstmal Tschüss.